Yeah, she's right back. Yeah. Where? She's right there, I see her. Yeah. In der letzten Folge haben wir alle wichtigen Dinge für unseren Alaska-Trip eingekauft. Jetzt geht es weiter Richtung Norden. Unser nächster Halt wird der Banff National Park sein. Wir sind jetzt gerade aufgewacht und so richtig ruhig war die Nacht nicht. Und da hinten, jetzt sieht man es. Ja, ich glaube, mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Er hupt halt einfach die ganze Zeit. Am Tage weniger als in der Nacht gefühlt durchgängig. Ich glaube einfach nur wegen dem Wild. Wie? Es kam stündlich ein Zug. Es kamen mehr Züge als Autos vorbei. Ja. Wir haben die beiden jetzt mal voll getankt. Gibt ja nicht so viele Tankstellen hier. 2,52 für Regular. Gestern haben wir noch 1,80 oder 1,90 bezahlt. Genau, komplett rein. So habe ich es mir vorgestellt. Ey, du musst ja wohl nicht Cosmo da reinhauen. Nein, mach ich nicht. Nur so ein bisschen. Ein bisschen was? Danke. Unglaublich. Wie packt man das Motorrad ab? So. Im Nationalpark war nicht nur der Sprit teuer, sondern auch die Campingplätze. Weshalb wir abends dann aus dem Nationalpark rausgefahren sind
und einfach rechts im Wald gecampt haben. Der Bus dort wiegte uns einen Moment in Sicherheit. Wir dachten, wenn hier wirklich ein Bär vorbeikommen sollte, sind wir wenigstens nicht allein. Guten Morgen. Dort eingeschlafen und hier aufgewacht. Warum wir jetzt hier geschlafen haben, das erzähle ich nachher, weil wir müssen in einer halben Stunde hier alles abgebaut haben und auschecken. Nun ja, was ist in diesem Wald passiert? Wir haben unser Camp aufgeschlagen und nach kurzer Zeit habe ich es dann schon knacken gehört. Und nach nicht mal 20 Minuten stand dann ein riesiger Grizzlybär in, weiß ich nicht, 10 Meter Entfernung vor mir. Ellie saß noch im Zelt und hat den Bär gar nicht gesehen. Ich habe ihr dann ganz schnell klar gemacht, dass dort wirklich ein echter Grizzlybär steht und mich gerade anguckt. Ich habe mich mit meinen Armen groß gemacht und zu dem Bären hingerufen. Alles Mögliche probiert, um den Bären irgendwie zu vertreiben, aber der hat sich nicht beeindruckt gezeigt. Bewaffnet mit dem Bärspray habe ich mich rückwärts zu Ellie bewegt. Hier war nur noch ein koordinierter Rückzug möglich. Aus dem Zelt konnte ich nur noch eine Machete greifen. Die Handys und das Notrufsystem waren immer noch an den Motorrädern. Wir sind zu dem Transporter gelaufen in der Hoffnung, dass dort jemand drin ist, aber als wir an der Scheibe klopften, mussten wir feststellen, dass der leider leer war. Das war eine Nullnummer. Also liefen wir rückwärts langsam mit Machete und Bärspray bewaffnet zur Straße. Den Bär habe ich bis hierhin immer noch nicht gesehen. Der hat sich im Busch versteckt. An der Straße angekommen, konnten wir dann ein junges Paar in einem Pickup anhalten. Zusammen mit ihnen sind wir zurück ins Camp gefahren, wo der Bär dann schon auf uns wartete. Hier habe ich dann auch das erste Mal den Bär gesehen, zusammen mit 2 Jungtieren. Die wohl schlimmste Kombination, die man nur treffen kann. Bei einer Grizzly-Mama hilft nur noch abhauen. Das war das Vernünftigste. Das Paar hat uns geholfen, die Grizzly-Mama auf Abstand zu halten, während wir unser Zelt zusammengepackt haben. Danach sind wir so schnell wie möglich aus diesem Wald gefahren und auf den nächsten kommerziellen Campingplatz. Ihr könnt euch sicher schon vorstellen, wie es mir danach ging. Ich konnte die Nacht nicht mehr schlafen und ich war erstmal geheilt vom Wildcampen. Wie sagt man so schön, hilft ja alles nischt. Die Grizzly-Mama ließen wir hinter uns und fuhren weiter nach Grand Prairie. Dort haben wir über Bankebiker Dwayne und Danielle kennengelernt, die uns für ein paar Tage bei sich aufgenommen haben. Das ist Dwayne. Die beiden haben nicht nur Pretzel, den kleinen Yorkshire Terrier, sondern auch 2 ultra coole Side-by-Sides. Und die mussten sie uns unbedingt zeigen. Oh yeah. Little Pretzel, a little side-by-side queen. Yeah, she loves it. She does. He's crazy. He's fun though. Ein bisschen dreckig geworden. Ein bisschen. Da kam auch direkt was reingeflogen und dann auf der Gravel Road ist ja einfach so los und die Dinger, die haben ja keine Traktionskontrolle, kein ABS oder irgendwas. Das ist nur hin und her. Und er meinte noch so, ja, die können 150 fahren. Meinte ich, oh, muss jetzt nicht sein. Die beiden hatten übrigens auch noch den wohl gründlichsten Kercher, den wir jemals in unserem Leben benutzen konnten. Ja, was soll ich sagen? Der Kercher ist gründlich. Und leider auch hier vorne an der Nase hat sich etwas Farbe abgelöst. Das Ding ist brutal kräftig, obwohl ich schon ordentlich Abstand gehalten habe, aber dennoch kam dort Farbe runter. Kleiner Zwischenstand. Wir sind immer noch in Grand Prairie. Wir haben für Cosmo ein schönes Fell gekauft, damit meine Sitzbank wieder ein bisschen bequemer wird.
Denn wir haben ja noch einige Kilometer vor uns bis Dawson City. Das wird unser nächstes Ziel werden. Und ich glaube, das sind irgendwie 2000 Kilometer. Die berühmt-berüchtigte Goldgräberstadt Dawson City ist der Dreh- und Angelpunkt für alle, die nach Alaska wollen. Dawson City ist die letzte große Stadt im Norden Kanadas. Von hier aus geht es entweder über den Yukon River direkt nach Alaska oder aber über den Dempster Highway an den nördlichsten Punkt Kanadas, Tuktoyaktuk. Auch für uns wird Dawson City ein wichtiger Meilenstein sein, aber bis dahin sind es noch gute 2000 Kilometer.